Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst mal very warm welcome to all our international guests. Here in Bavaria, here in Munich. Yeah, Munich is the secret capital of Germany. So, that's true. Und ein herzliches Grüß Gott an alle anderen Gäste, die da sind. Es freut mich sehr. Das ist heute was Besonderes. Also erstmal ist der DLD eine wirklich coole Sache. Als es losgegangen ist, haben viele gedacht, naja, wieder eine Konferenz, mal gucken, was das Ganze ist. Man muss aber sagen, DLD ist das ganz besonders, ein bisschen anarchisch im Vergleich zu allen anderen Konferenzen. Ja. Die Organisation ist ein bisschen floatend und so, ja. Aber es ist eine Riesensache und es ist in erster Linie zu verdanken, außer dem Rückhalt des gesamten Burda-Clans, der heute da ist, der Burda-Dynastie, herzlich willkommen, ganz besonders der DLD-Mami. Und die DLD-Mami ist unsere Frau Czerny. Ein herzliches Dankeschön dafür. DLD und Bayern ist ein ziemlich perfektes Match. Es passt eigentlich ganz gut. Ausgehend ist es ja von den ganzen Aktivitäten. Herr Burda damals gewesen, ich spreche jetzt so ein bisschen älter, Herr Burda hat damals den Internetbeirat der bayerischen Staatsregierung vor 30 Jahren auf den Weg gebracht. Da war ich als ganz junger Mann auch dabei, ja. Bin noch jung geblieben und damals ging das so los, auch das Thema Digitalisierung und dann AI und KI. Und das Match ist deswegen so perfekt, weil wir in Bayern tatsächlich viel gelernt, viel aufgenommen haben und sind, das kann man in Deutschland sagen, jedenfalls das Land, das mit am meisten investiert. Wir haben eine Hightech-Agenda aufgelegt mit über 5 Milliarden Euro. Bayern macht für KI mehr, nicht nur als alle anderen Bundesländer zusammen, sondern investiert mehr als ein Land wie Italien oder Spanien. Also wir versuchen da jedenfalls präsent zu sein und wir haben uns jetzt auch entschieden, ab dem nächsten Jahr noch enger zu kooperieren, DLD und Bayern. Und wir wollen sozusagen auch, dass der DLD quasi unsere KI-Kongresse mit ausrichtet. Unser Ziel, lieber Markus Blume, ist quasi, so wie es woanders eine Fashion Week gibt, wollen wir so eine Art New Life Week machen. Da ist der DLD im Mittelpunkt mit gemeinsamer Unterstützung. Das soll sozusagen das Aushängeschild Bayerns mit in der Welt sein. Wir freuen uns drauf. Dankeschön, viel Erfolg weiter. Heute machen wir aber nicht AI, heute machen wir Nature, Natur. Und ich bedanke mich darüber, auch eingeladen zu werden, ein paar Sachen zu sagen, die mir extrem wichtig sind. Wir alle lieben die Natur, aber wir spüren, dass sich was verändert. Es verändert sich was auf diesem Planeten fundamental. Ich glaube übrigens, dass es dem Planeten weniger wichtig ist, als es uns sein müsste. Denn die Welt hat sich immer geändert, es hat immer große Brüche gegeben, es hat schlimme Ereignisse gegeben, es hat Artensterben gegeben, es hat die Evolution gegeben, aber so schnell wie jetzt. Und auch noch von uns verursacht, und das ist meiner Meinung nach zweifelsfrei so erkennbar, durch uns verursacht war es noch nie. Das heißt, wir tragen eine Verantwortung für die Veränderung, also tragen wir auch eine Verantwortung dafür, wie es weitergeht. Wir müssen uns letztlich entscheiden, welche Welt wir unseren Kindern übergeben. Und ob es uns einfach ausreicht, den Moment zu verbrauchen, den Moment zu leben und zu vergessen, was in der Zukunft kommt. Und da wir alle ja hoffen, uralt zu werden und durch verschiedene Maßnahmen der Medizin sehen wir auch unglaublich lang jung aus. Jedenfalls in München haben wir da gewisse Fähigkeiten entwickelt. Bedeutet es, dass wir auch sehr lang mit diesen Ereignissen leben müssen. Und wenn wir nochmal ehrlich sind und die Ethik sehen, wir werden leichter damit zurechtkommen. Aber kommen große Teile der Welt mit dem zurecht, was vor uns steht. Wenn Wasserpegel steigen, dann haben wir in den Industriegesellschaften schon die Möglichkeit, irgendeinen Weg zu finden, technisch damit umzugehen. Ist es in anderen Gesellschaften der Fall? Gibt es Inseln, die es nicht mehr gibt, nicht mehr bewohnbar sind? Gibt es Küstenregionen der Welt, in der viele Menschen nicht mehr leben können? Und wenn dann manch einer sagt, das ist mir wurscht, dann sage ich, die Menschen werden sich auf den Weg machen. Wer die Geschichte anschaut, erkennt, war oft so eine Idee, warum sind plötzlich Völker verschwunden? Warum wurden Städte aufgegeben? Hat man lange gerätselt. Heute weiß man, dass ökologische Veränderungen dazu geführt haben, dass ganze Städte und Völker sich verändert haben, gezogen sind, gewandert sind. Das heißt, es wird uns dann noch viel stärker, als uns das jetzt bewusst sein mag, mit dieser Herausforderung betreffen. Also müssen wir uns dem Thema annehmen und müssen wir was tun. Und wissen Sie, was ich das Absurde in unserer Zeit finde? Sie kennen vielleicht den Film Don't Look Up. Der beschreibt es ganz gut. Eigentlich wissen wir so viel wie noch nie in unserer Geschichte.
Noch nie war das Wissen so hoch. Noch nie war die Dynamik der Entwicklung des Wissens so schnell. Auf der einen Seite gibt es also mehr Menschen, die es wissen und Verantwortung zeigen. Auf der anderen Seite erleben wir aber immer mehr, die sich genau in die andere Richtung entwickeln. Wissenschaft gegen Schamanentum. Das ist die Realität. Und leider wird auf der digitalen Plattform beides verbreitet und ehrlicherweise das Schamanentum manchmal mit größerem Erfolg. Drum ist so eine Konferenz wichtig, um viele, viele Partner zu finden, viele Statements zu finden, eine eigene Verantwortung zu machen. Deswegen bin ich gern da und reihe mich ein, nicht nur als Politiker, sondern wenn man über das Thema Überbevölkerung redet, okay, ich habe meinen Beitrag auch dazu geleistet, ich habe 4 Kinder, aber ich möchte, dass unsere Kinder die gleiche Perspektive, die gleiche Chance haben und nicht eine trostlose Zukunft haben. Und darum stehen wir an, gemeinsam für Klimaschutz und für Artenschutz gemeinsam einzutreten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Video ist sehr schön, aber Romantik allein ist das eine, das Gefühl. Das Ganze ist eine ziemlich harte Arbeit, damit umzugehen. Weil jede der Entscheidungen, die man trifft, kostet Geld, Herausforderung, muss man durchsetzen. Und das ist nicht einfach. Und sind wir auch mal ganz ehrlich, ich habe auch schon tolle Artenschützer erlebt, die in völliger Panik waren, wenn auf dem Erdbeerkuchen plötzlich 5 Wespen waren. So. Oder wenn man am Dachboden plötzlich ein Waschbär ist, da sagen sie, das müssen wir jetzt aber schon irgendwie regeln oder so. Also das ist alles nicht so leicht, damit auseinanderzusetzen. Bayern ist ein Land der Natur. Wir leben von der Natur übrigens, muss man sagen, nicht nur landwirtschaftlich. Wir haben die meisten Landwirte, die größte, übrigens mit auch das beste Essen der Welt. Ja, also versorgen auch Teile der Welt damit, nicht nur die Bayern selber, sondern auch den Rest mit. Aber von der Natur leben wir. Wir haben den mit den natursensibelsten Raum, das sind die Alpen. Es ist außer der Küste die absolut sensibelste Region. Dort wirkt sich jede Veränderung des Klimas doppelt und dreifach so stark und so schnell aus. Wir haben Gott sei Dank 2 große Nationalparke, den größten Waldnationalpark, den es in Deutschland gibt, mit dem Bayerischen Wald. Wir haben eine Biosphäre, vielleicht bald eine zweite. Wir haben 600 Naturschutzgebiete und so weiter und so fort. Trotzdem spüren auch wir die großen Veränderungen. Wie reagieren wir jetzt darauf, was kann man politisch tun? Der Artenschwund ist dramatisch, Frau Furtwängler, Sie haben es angesprochen. Und das ist nicht nur bei Insekten, sondern auch bei anderen. Durch den Klimawandel kommt neben dem Artenschwund aus Verlust von Arten auch die Dominanz neuer Arten dazu. Das ist übrigens ein mindestens so großes Problem. Arten verschwinden. Jetzt kann man es sich leicht machen und sagen, ach, unser schönes, wir hatten gestern gesprochen, unser schönes rotes Eichhörnchen wird dominiert von einem anderen Eichhörnchenfarbe. Das kann man noch ertragen vielleicht. Aber ganze Fischkulturen verändern sich, Insektenkulturen verändern sich. Unsere Bienen werden bedroht durch andere Insekten, afrikanische Hornissen und ähnliches mehr. Und ganz subkutan verändert sich etwas, was viele gar nicht sehen. Das heißt, wir haben die Herausforderung, dass Artensterben ist und neue Artendominanzen entstehen. So, wie geht man jetzt damit um? Nun, eine der Kernherausforderungen ist natürlich definitiv der Klimawandel. Der führt zu neuen Arten, der führt dazu, dass manche Arten sich nicht anpassen können. Wir als Fleischer Bayern setzen auf den Klimawandel. Man glaubt es manchmal nicht in der Öffentlichkeit, aber es ist tatsächlich so. Wir sind das Land, das das meiste Geld für den Klimawandel ausgibt, um dem zu begegnen. Übrigens auf zweierlei Weise, Schutz und Anpassung. Täuscht sich bitte nicht, der Schutz ist das eine, wir sind mittendrin. Nur ein Beispiel, wenn Sie sich die Permafroststollen in unseren bayerischen Bergen anschauen, ich empfehle das jedem Mal, wer es machen kann, auf der Zugspitze, den Permafroststollen, der ist zu Forschungszwecken am Schneefernerhaus, einer der größten Forschungsinstitute, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, an der Zugspitze. Der war vor 20 Jahren 25 Meter, zum Beispiel im Oktober, der ist jetzt 5 oder 6 Meter lang. Das heißt, Permafrost hört auf. Das führt übrigens nicht nur dazu, dass in der Tundra Boden einbricht, sondern bei uns Georisiken entstehen, die noch annähernd nicht erforscht sind. Wir forschen das aus, machen Georisikensysteme, arbeiten mit Partnern der ganzen Welt zusammen, um diese Veränderung allein in Bayern zu ermitteln. Kann wo was besiedelt werden? Welche Gefahren entstehen? Wie geht man damit um? Es ist alles extrem reell und schnell unterwegs. So. Von Wasser, Sie hatten es angesprochen, Wasser im doppelten Sinn. Die Menge von Wasser bleibt Gott sei Dank im Wasserland Bayern gleich, aber die Art und Weise, wie wir Wasser erleben, ändert sich. Entweder ganz viel, wie Hochwasser, oder ganz wenig, wie Dürre. Also müssen wir unser ganzes Wassersystem neu organisieren von Schutz und Leitung. Wenn ich an Israel denke, heute werden die Winzer starten. Wir beginnen bereits jetzt wegen der Dürresituation in Unterfranken, das ist dann einer der nördlichen Teile von Bayern, israelische Bewässerungstechnik, Tröpfchentechnik zu nutzen, um für die Weinstruktur erfolgreich zu sein.
Also lauter so Dinge, die dann parallel laufen. 1 Milliarde für den Klimaschutz, erneuerbare Energien ausbauen. Auch das Ihnen mal zur Information, weil da auch immer viel geredet wird. Bayern ist bei erneuerbaren Energien nach offiziellen Statistiken mit die Nummer 1 in Deutschland. Wir sind bei Photovoltaik. In Deutschland ist es ja so, im Norden ist stärker der Wind, bei uns ist stärker die Sonne, nicht heute, aber sonst. Wir haben mit Photovoltaik den Ausbau so stark fixiert, dass wir mehr Photovoltaik haben als Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zusammen. Wir stellen damit einen ganz substanziellen Anteil. Ergänzend, dass wir führend sind zum Beispiel bei der Biomasse, die jetzt wieder neu belebt wird, Biogasanlagen. Dort hat Bayern mehr Energieleistung bei Biogas, als ganz Rheinland-Pfalz erneuerbare Energien hat. Oder bei der Wasserkraft, auch das ist noch ein bayerisches Sonderphänomen, sind wir stärker als ganz Hessen erneuerbare Energien hat, nur mal von der Summe. Und beim Wind liegen wir nicht da, wo wir liegen wollen, aber bauen jetzt aus, indem wir Waldflächen nutzen, um das zu verstärken mit neuen Windanlagen. Also wir sind da sehr engagiert und wollen das Ganze ausbauen und verstärken, müssen es auch noch stärker machen. Wir müssen die Technologie weiterentwickeln, hin zu verschiedenen Antriebssystemen. Bayern hat im Moment die meisten Elektroautos in Deutschland. Wenn sich die Förderungsstruktur da Gott sei Dank mal wieder ändern müsste, das muss sie nämlich, weil das nämlich gekürzt wurde, könnte man da auch wieder zulegen. Also wir versuchen auf all diesen Bereichen nach vorne zu gehen. Klimawandel bekämpfen, erneuerbaren Energien, Klimawandel bekämpfen mit neuen Technologien, muss eine Grundphilosophie sein. Das Änderung von Verhaltensweisen kann man daran sehen, dass wir nach einer neuen Statistik heute, Markus, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, 42% der bayerischen Haushalte haben klimafreundliche Technologien. Wir liegen da in Deutschland mit vorne, so, nach einer neuen Studie, die ich gesehen habe. Das heißt, wir ermuntern die Menschen. Ach so, Probealarm, ja. Also nicht wegen meiner Rede jetzt, okay, ja. Oder das zu Ende sei meiner Redezeit oder sowas, ja. Wie lang geht der? 10 Sekunden, ja. Ja, 10 Sekunden. Ich werde nochmal mit dem Innenminister sprechen, dass er meine Rede gestört hat. Gibt Ärger. Ich mache jetzt mal weiter, ja, sonst kommen wir ja mit der Zeit nicht hin. Ich wollte nur sagen, bei den Veränderungsverhalten wird es wichtig sein, dass wir das in einer Gesellschaft so organisieren, dass wir es mehrheitsfähig machen. Also mein dringender Appell hier bei allen Erwartungen, die wir stellen, es muss so sein, dass wir am Ende ökonomisch und gesellschaftlich noch zusammenbleiben. Weil wir haben Gruppen, die bewusst versuchen, es auszunutzen. Beim Artenschutz haben wir einen riesen Impuls empfahren durch die Bevölkerung damals. Es gab ein Volksbegehren, am Anfang waren viele zurückhaltend. Wir haben das dann angenommen. Die Leute müssen ihr Handy bedienen, damit das Handy weiß, dass Alle müssen ihr Handy bedienen. Ich schaue mal auf meins. Aha. So wie ich müssen Sie es jetzt auch machen, bitte. Ja? Schauen Sie bitte Ihr Handy an. Weil sonst gibt es, ja. Weil hier gibt es eh keine gescheite Verbindung, habe ich vorhin schon festgestellt. Ja. Jetzt schaut jeder mal sein Handy an, macht noch schnell ein schickes Selfie von sich und dann schaltet es aus, ja? Heute mal keine Ästhetik, Selfie von jedem, okay? Es wird besser. Hast du deins ausgemacht, Markus? Aha. Please everybody, attention, attention, please everybody. Take your handy, switch it out. Ja, klar, ist schon. Ja, natürlich. Komm, machen wir mal ein Selfie, wenn wir schon die Ach so, na gut. haben hier. Aber meiner sieht besser aus. Aber es steht Ihnen auch gut, muss ich sagen. Also jedenfalls werde ich mich an die Rede erinnern. Ja, macht ja nichts. Die Rede ist ja trotzdem gut. Also das ist ja kein Problem.
Danke unserer Musik nochmal. Vielleicht so einen kleinen Mini-Tusch, dass ich jetzt wieder reinkomme, oder? Dankeschön. Also Artensterben. Wir hatten tatsächlich ein Volksbegehren damals, das hieß Rette die Bienen, Sie erinnern sich vielleicht noch daran. Und dann haben wir uns überlegt, wie geht man damit um, waren viele Dinge drin und wir haben daraus einen runden Tisch organisiert. Wir haben nicht einen Volksbegehren, wir haben einen runden Tisch organisiert und alle Partner zusammengebracht, aus Landwirtschaft, aus Naturschutz, aus Kommunen, haben versucht, können wir daraus nicht einen eigenen Schwung entwickeln. Das Ergebnis war tatsächlich so, dass wir daraus ein Paket entwickelt haben, was den Thema Artenschutz betrifft, das wohl das stärkste in Deutschland ist. Nicht nur was Geldinvestitionen betrifft, sondern tatsächlich Veränderungen. Und seit wir das gemacht haben, haben wir kleinste Erfolge erzielt. Also wir haben zum Beispiel also bei einigen Stellen wächst wieder die Zahl von Insekten, an einigen Bereichen. Wir haben große Blühwiesenoffensiven gemacht. Wir haben den Streuobstpakt auf den Weg gebracht, der sehr wichtig ist, um natürliche Bereiche zu haben. Wir stärken die... Schaut halt einfach mal euer Handy an, echt, das ist... Ja. Wir haben bei uns die... Landwirtschaft mit ins Boot genommen, haben gestärkt. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, wir haben die meisten Ökobauern in Deutschland, kleiner Werbeblock, die beste und meiste Biomilch. 30% der Biomilch aus Deutschland kommt aus Bayern. Nur nochmal, also wer Milch mag, ja, und dann nicht eine Unverträglichkeit hat. So, wir haben da wirklich viel gemacht. Wir bauen mit Holz, wir bauen Ökolandbau aus. Also wir haben eine Menge auf den Weg gebracht und das funktioniert auch ganz gut. Das heißt, wenn man was tut, kann man an der Stelle etwas tun und kann man an der Stelle was erreichen. Für uns hat Artenschutz einfach eine wichtige Rolle. Für uns hat Klimaschutz eine wichtige Rolle, wobei wir es nicht ideologisch betreiben, sondern wir versuchen es kooperativ zu machen. Kooperativ und technologisch. Also wir glauben, dass ein Zurück nicht funktioniert, sondern muss vorwärts gehen. Vorwärts geht heißt mit neuer Technologie, vorwärts heißt angepasst auch mit änderten Verhaltensweisen und ist ganz wichtig in Kooperation mit Landwirtschaft, Partnern und Wirtschaft. Wenn wir es konfrontativ machen statt kooperativ, werden wir sehen, dass es keinen Erfolg hat. Relatives Beispiel ist dieses Heizgesetz, das dann am Ende, glaube ich, kann man sagen, in Deutschland wohl eher gescheitert ist. So. Was ist nochmal die tiefere Motivation und die auch mich bewegt? Wissen Sie, wir in Bayern machen ja auch KI und machen auch Raumfahrt. Vielleicht haben Sie es gelesen, wir investieren sehr in Raumfahrt. Wir werden dafür auch manchmal wurden am Anfang ein bisschen belächelt. Oh, Söder möchte zum Mond. Interessanterweise ist es so, dass die Aktivitäten bei dem Thema so mittlerweile erfolgreich sind, dass mit unseren gemeinsamen Bemühungen die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, entschieden hat, dass die künftigen Mondmissionen der ESA Europas von einem Kontrollzentrum europaweit, das in Bayern ist, in Oberpfaffenhofen startet. In Kooperation mit der NASA werden auch die Mars-Missionen von 2 großen Kontrollzentren dann unterstützt, Houston und Oberpfaffenhofen. Das heißt, man kann künftig folgenden Satz hören: Houston, wir haben ein Problem, Bayern, wir haben die Lösung. So ist die Idee. Jetzt, warum sage ich das? Warum komme ich darauf? Wenn Sie mit Raumfahrern reden und Astronauten, dann erleben Sie immer einen Schlüsselmoment. Der Schlüsselmoment ist nicht der Start. Der Schlüsselmoment ist jetzt nicht irgendwo der Blick hinaus in Deep Space, sondern der Blick auf uns. Der Blick der Erde, der Blick auf die Erde ist wahrscheinlich der bewegendste und beeindruckendste Blick, den es überhaupt in einem Leben eines Menschen zu sehen gibt. Diese Einzigartigkeit in diesem totalen Nichts. Vor einigen Wochen, Monaten habe ich gesehen, dass William Shatner, großes Vorbild meiner Jugend, Captain Kirk, ja, dass der das erste Mal im Weltall war. Und er war entsetzt, wie leer, wie kalt, wie öd der Blick hinaus ist. Und der Blick auf uns, auf unsere Welt ist so einzigartig, wundervoll schön. Und daraus, meine Damen und Herren, muss uns eigentlich die Motivation kommen, dass das am Ende nicht irgendein Planet wird, der wie andere Planeten öde, trostlos leer ist, sondern den wir nutzen. Und wir haben die Zeit und wir haben die Möglichkeiten. Und deswegen, meine Damen und Herren, die Technik hilft uns. Heute geht es uns auf den Keks. Ich wünsche diesem DLT, jetzt bin ich irgendwie fertig, ich wünsche diesem DLT alles Gute, um aus der Raumfahrt zu sagen, muss unser Motto sein, ja, live long and prosper, DLT Nature. Dankeschön. Vielen
Vielen herzlichen Dank. Das war eine eindrucksvolle Tour, muss ich sagen, wirklich. Auch waren auch eindrucksvolle Signale hier. Ja, waren auch eindrucksvolle Signale. Insbesondere muss ich sagen, wusste ich vieles nicht, was Bayern in Richtung Klimawandel macht und wie wir da unterwegs sind. Wir versuchen natürlich heute sehr stark das Thema Artensterben, Biodiversitätsverlust zu fokussieren, weil es hat ja ungefähr 30 Jahre gedauert, bis das Thema Klimawandel wirklich bei uns ankommt. Wenn wir genauso lange brauchen beim Thema Biodiversität, haben wir ein echtes Problem. Und Sie haben ja erzählt, auch von diesem fantastischen Volksbegehren 2019, aufgrund dessen ja einige Dinge auf den Weg gebracht wurden. Ein paar Dinge haben noch nicht so geklappt wie gewollt. Ich glaube, der Biotopverbund ist hinter den Erwartungen geblieben. Der Ausbau der Landwirtschaft und auch die Halbierung des Pestizideinsatzes. Was denken Sie denn? Wie können Sie, und das sind ja für Sie auch wirklich wichtige Wählerschaften, die Bauern, wie können Sie die Bauern motivieren, weil die Freiwilligkeit hat im Moment noch nicht gereicht, wie können wir die Bauern motivieren, eher wirklich zu Hütern dieser kritischen Infrastruktur, Biodiversität und fruchtbare Böden zu werden? Wie kann man die incentivieren und nicht sozusagen als Gegner zu haben, sondern, wie Sie eben sagten, mit ihnen zusammen? Wie kann konservative Politik diese Brücke schlagen? Also ich finde, ehrlicherweise sind die Landwirte eigentlich die, die die meiste Ahnung trotzdem haben. Also wir versuchen immer in der Öffentlichkeit so einen Gegensatz zu wecken und wir Städter neigen dazu. Aber die Wahrheit ist natürlich, ohne die Landwirte gäbe es überhaupt keine natürliche Bewirtschaftung, gäbe es überhaupt keine Erhalt der Kulturlandschaft. Die sind unser zentraler Baustein. Wer sozusagen Landwirtschaft schädigt, schädigt uns alle quasi. Ja, so. Deswegen mein Gefühl eher, dass unsere Landwirtschaft da einen Riesenbeitrag leistet, aber es muss eben vernünftig organisiert sein, es muss gemeinsam gemacht werden. Wir haben das auch, fand ich, gut auf den Weg gebracht. Die Landwirte machen gut mit, die Bauernverbände sind gut dabei. Sie müssen halt aber auch ordentlich behandelt werden. Wir haben in Berlin da viele so Dinge, die nicht funktionieren. Und so eine Schädlingsbekämpfung, wenn Sie mir das gestatten zu sagen, es gibt ja Pläne, Schädlingsbekämpfung ganz runterzufahren. Das wird halt dazu führen, dass es keine Ernten mehr gibt. Und wenn es keine Ernten mehr gibt, gibt es kein Essen mehr. Und wenn es kein Essen mehr gibt, kriegen wir Probleme. Sie haben vielleicht verfolgt, was in der Ukraine passiert ist. Wenn die Ukraine ausfällt als Getreidekornkammer, hungert Afrika noch mehr als ohnehin. Also wir müssen irgendwie ein gutes Miteinander finden zwischen den Zielen, die wir haben. Wir müssen den Menschen ernähren, sonst gibt es nämlich auch Aufstände und Ähnliches mehr. Und ich glaube, die bayerische Landwirtschaft ist da super auf dem Weg. Hauptunterschied, und das ist der letzte Punkt zu der Frage, wir haben in Deutschland die Tendenz zu großen Agrarfabriken, wie in den USA. Das ist, finde ich, der falsche Weg. Ich würde gerne lieber die bayerischen Familienbetriebe stärken. Es sind viele, die sind auch diverser. Deswegen kommt da auch eine bessere Kultur heraus. Also nach dem Motto, bayerische Landwirtschaft statt Agrarkonzerne, die wir im Norden und Osten Deutschlands haben. Verstehe, also ich widerspreche Ihnen natürlich wahnsinnig ungern. Ja, aber Sie werden es tun, schätze latent ich, ja. Unhöflich, aber es ist natürlich nicht so, dass wir verhungern, wenn es eine ökologische Landwirtschaft gäbe. Es gibt ja viele ökologische Betriebe, die zeigen, es geht auch ohne Pestizide. Ich finde es mega interessant, dass ja letztendlich die Herr Berninger, Entschuldigung, ich muss das kurz sagen, von Bayer. Ich freue mich, dass wir später sprechen. Aber es ist interessant, dass die pestizidherstellende Industrie es geschafft hat, uns klarzumachen, Leute, ihr habt entweder die Wahl zwischen vergiftet werden oder verhungern. Und in dieser Wahl scheinen wir dazu zu sagen, naja, lieber vergiftet. Doch, also, da wollen wir uns jetzt nicht im Detail streiten. Aber wie können wir die Bauern... Das ist zwar schön formuliert, finde ich, aber ein bisschen verkürzt. Bisschen verkürzt? Ja, überzeugt mich nicht so ganz. Aber die Landwirtschaft ist ein Riesenproblem für die Biodiversität. Sie haben angesprochen das Thema Strukturreichtum. Die Landwirtschaft ist die Lösung. Könnte sie sein? Ist sie. Was könnte man tun, damit die Landwirte zur Lösung des Problems werden? Machen sie doch, die kriegen auch viel Geld dafür. Aber eines sage ich Ihnen schon, nehmen wir mal an, wir wollen alles komplett ändern. So, dann gibt es ja auch viele Leute, die sagen, man muss auch Tierhaltung abschaffen und ähnliches mehr in Deutschland. Es wird übrigens nur dazu führen, also ich gebe zu, ich habe totalen Respekt vor jemandem, der kein Fleisch isst. Ich schaffe es nicht. Laut Instagram nicht? Nein, ich schaffe es nicht. Ich auch nicht. Ich esse auch Fleisch. Ja, aber bei Ihnen würde ich jetzt mal sagen, fällt es nicht ins Gewicht. Bei Ihnen? Ja, bei mir fällt es dann schon, also schon bin mehr dahinter. Es muss ein schweres Podium sein. Also
Also, wenn wir heute hergehen und sagen, was das Ziel ist, das irgendwie zu verdrängen, dann wandert es halt woanders hin, wo die Bedingungen schlechter sind. Die Leute essen es trotzdem. Sehen sich bei VW, ich glaube, dass ein großer Teil bei VW auch der Schwierigkeiten kommt, dass sie jahrelang die Currywurst abgeschafft haben. Nein, im Ernst, die haben es abgeschafft und danach mussten sie wieder einführen, weil halt ein Teil der Menschen es gerne isst. Wir müssen es schon bewusster machen mit den Leuten und nicht gegen die Leute. Und deswegen glaube ich, mit der Landwirtschaft, Förderung Ökolandbau, Prämien, wir haben zum Beispiel Vertragsnaturschutz, den gibt es so nur bei uns in der Summe, werden riesige Beträge bezahlt, dass Landwirte nur Flächen pflegen und sie nicht bewirtschaften, zum Beispiel. Oder ergänzen mit Energie, Photovoltaik, dass beide Teile genutzt werden. Also wir haben eine Reihe von Möglichkeiten, die gehen. Das geht aber fast nur, wenn du eine kleinteilige Landwirtschaft hast, weil du unterschiedliche Angebote hast. Ja, Strukturreichtum. Allerletzte Frage. 2022 hat sich die Staatengemeinschaft in Montreal verpflichtet, 30% der Erd- und Meeresfläche unter Schutz zu stellen. Auch Deutschland hat das unterschrieben. Was wird Bayern tun? Unterstützen Sie das als Bayer zu sagen, ja, 30%, das schaffen wir, 30 by 30 bis zum Jahr 2030, 30%? Ja, das wird sehr anspruchsvoll, denn die dicht besiedelten, also wir müssen zum Beispiel mal den ganzen Tegernsee, ich glaube, Sie wohnen da, den müssen wir mal komplett unter Naturschutz stellen, das wäre auch mal eine Idee. Also Naturschutz meine wäre Wiese harmlos. würde da schon mal... Die wird schon gehen? Ja, die wird aber schon das gehen. Haus vielleicht auch so. Schwierig. Auch mal alles. Na, jetzt ganz im Ernst, also wir liegen ja für ein hoch besiedeltes Land, liegen wir da ehrlich relativ gut. Wir müssen halt immer gucken, und das ist jetzt so die Schwierigkeit, wenn die Philosophie lauten würde, also das Land wird eine Art Museum oder stillgelegt, dann wird es nicht funktionieren. Oder manche glauben mal, oder Alpen wären wie Disneyland, das wird nicht funktionieren. Wir müssen irgendwie Lebens-, Kultur- und Naturraum miteinander organisieren. Und das ist auch die sportliche Aufgabe dabei. Deswegen glaube ich, es geht da vieles von dem, was man machen kann, aber es ist ein schwerer Prozess. Und wie immer ist bei diesen Staatenkonferenzen ist das, was mich immer so ein bisschen frustriert. Da wird viel beschlossen und die Realität ist dann ganz anders. Wir werden in wenigen Wochen sehen, ob einer der wichtigsten Nationen der Welt bereit ist, den Weg zu gehen gemeinsam, oder ob sie sich aus allem verabschieden, was ein schwerer Rückschlag wäre. Darum hoffe ich auch sehr aus diesem Grunde, dass in den USA ein Puls kommt für mehr Klimaschutz und nicht das Gegenteil. Das wäre schön. Deswegen wäre eine Präsidentin an der Stelle noch charmanter als ein immer gut aussehender und gut gelaunter Ex-Präsident. Ja. Herr Söder, ganz vielen lieben Dank. Und ich muss Dankeschön. sagen, als Bayerin, ich bin wirklich sehr, sehr froh, weil ich spüre in Ihnen eine wirkliche Sorge um und für die Natur und auch, dass Sie dieses Thema ernst nehmen und unterstützen. Also es freut mich einfach. Mir tut es weh, ganz ehrlich, wenn ich die Berichte sehe und lese, nur mal persönlich motiviert, mir tut es echt weh, mir tut die Gedankenlosigkeit weh, mir tut die Arroganz manchmal weh und deswegen kämpfe ich dagegen, weil es wirklich so gnadenlos ist, das Wissen ist da, wir könnten was machen und es gibt Leute, die verweigern es grundlegend. Und an einigen Stellen kann ich nur sagen, es ist immer klüger, auf die Wissenschaft zu hören, als auf andere. Am Ende ist Wissenschaft das, was uns in die Zukunft bringt und alles andere, ob Ideologie oder rückwärtsgewandt, wird nicht funktionieren. Wir sind Wissenschaftsland, wir wollen es haben. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ganz, ganz vielen Dank. Komm gleich mit.